Die beste Anlageklasse der Welt ist Bitcoin. Die beste Art in Bitcoin zu investieren ist das Ding zu kaufen, dann sozusagen ab damit auf die Hardware-Wallet und nie wieder anfassen. Den Markt zu timen werden sowieso nur die allerwenigsten schaffen, wenn überhaupt. Es gibt aber auch Gründe, Bitcoin Treasury Companies wie Strategy zu kaufen. Entweder weil man nicht direkt in Bitcoin investieren möchte oder auch kann, oder weil man die Aktie dieser Unternehmen dafür verwendet, um Bitcoins Performance zu übertreffen, diese Aktien dann zu verkaufen, um mehr Bitcoin aus dem Gewinn zu kaufen. Eine riskante Strategie, Michael Saylor schaffte das aber bisher durchgehend, wie wir hier sehen. Die Strategy-Aktie ist über ein Jahr mit fast 170% im Plus, Bitcoin mit 76. Seit 2020 sieht das noch viel extremer aus, wie wir hier im Hintergrund sehen. Michael Saylor macht es allen vor und viele ziehen nach. Hierbei gibt es ein ganz bestimmtes Unternehmen, dem ich bereits schon längere Zeit folge und das sogar in Augen von Michael Saylor selbst die Chance hat, die Nummer 2 hinter Strategy zu werden, nämlich Metaplanet. Das Unternehmen wurde von einer Hotelkette, die am Struggeln war, zur meistgehandelten Aktie in Japan innerhalb eines Jahres. Geschichten, die nur Bitcoin schreiben kann. Wie man Bitcoin Treasury Companies generell zu bewerten hat, das funktioniert nämlich komplett anders als bei traditionellen Aktien. Warum speziell dieses Unternehmen einzigartig ist, welchen Wert Unternehmen mit Bitcoin-Strategie überhaupt haben und was die wichtigsten Bewertungskriterien sind, schauen wir uns heute an. Wird sehr gut, auf geht's! Bevor es losgeht, wie immer, keine Anlageberatung, nur Unterhaltung. Und wenn du mich für meine Arbeit mit diesem Kanal unterstützen möchtest, machst du das am besten, indem du den Kanal abonnierst und vielleicht noch ein Like da lässt. Komplett kostenlos und immer gerne gesehen. Starten möchte ich aber damit, erst einmal Unternehmen, die Bitcoin halten, von sogenannten Treasury Companies abzugrenzen. Das ist nämlich in den Köpfen vieler falsch verankert. Tesla, Block oder auch Mercado Libre sind Unternehmen, die Bitcoin halten. Das sind keine Treasury Companies. Das sind Unternehmen, die ihre eigenen Finanzreserven mithilfe von Bitcoin diversifizieren und Bitcoin zum Schutz vor Inflation nutzen. Treasury Companies gehen anders an das Thema heran und das ist auch gleichzeitig der Punkt, mit dem sie sich von anderen Unternehmen, die Bitcoin einfach nur halten, abgrenzen lassen. Die Strategie. Denn Unternehmen wie Strategy haben eine langfristige Bitcoin-Strategie und kommunizieren das auch entsprechend nach außen. Ein erheblicher Teil der Finanzen dieser Unternehmen ist in Bitcoin gebunden. Speziell im Fall von Strategy tritt das Kerngeschäft, das eigentlich in der Software-Sparte ist, immer weiter in den Hintergrund. Aktuell hält Michael Saylor mit Strategy 592.345 Bitcoin. Der Durchschnittspreis liegt bei knappen $70.000. Wir merken uns also, Treasury Companies sind Unternehmen, deren eigens ausgerufene Strategie ist, mehr Bitcoin aufzubauen und das vor allem langfristig. Ein großer Streitpunkt ist oft das Thema, dass Bitcoin-Unternehmen eigentlich keinen Wert schaffen. Die Aussage kommt daher, weil sie kein traditionelles und operatives Geschäft haben. Es wird also oft danach gefragt, welchen Wert Unternehmen, die der Bitcoin-Strategie folgen, überhaupt haben. Das Ganze ist in meinen Augen ein Missverständnis der Kapitalmärkte, der Geldgeschichte und der Eigenschaften von Bitcoin selbst. Am Ende des Tages ist das operative Geschäft eines Unternehmens ein Weg zur Kapitalbeschaffung, nicht unbedingt Wertschöpfung. Volkswagen verkauft Autos, Strategy zum Beispiel verkauft Aktien, wenn man so will. Während in unserem Beispiel also Volkswagen physische Produkte mit Lieferkettenrisiko und viele mehr verkauft, verkauft Michael Saylor Papier, um das knappste Asset der Welt zu kaufen. Wer hier also der Schlauere ist, könnt ihr mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich formuliere es so: Zu sagen, dass Unternehmen, die der Bitcoin-Strategie folgen, keinen Wert schaffen, ist fast genauso, als würde man sagen, dass Google im Jahr 1999 nichts Greifbares produziert. Einfach, weil zu diesem Zeitpunkt die Suchmaschine Google noch in den Kinderschuhen steckte. Bitcoin-Unternehmen beschleunigen die globale Adoption von Bitcoin und das ist in jedem Fall eine Art von Wertschöpfung. Damit wir aber Unternehmen wie Metaplanet überhaupt richtig bewerten können, müssen wir ganz andere Bewertungskriterien heranziehen, als das die meisten gewohnt sind. Und damit wir die Bewertung verstehen können, müssen wir uns, bevor wir auf die Metaplanet-Aktie eingehen, die wichtigsten Kriterien anschauen. Das machen wir heute am Beispiel von Strategy. Die wichtigste Kennzahl ist Bitcoin Yield. Über Bitcoin Yield sprechen wir aber gleich. Vorher müssen wir über eine Kennzahl sprechen, auf der Bitcoin Yield sozusagen aufbaut, nämlich Bitcoin per Share. Bitcoin per Share bedeutet
ganz einfach Bitcoin pro Aktie. Also wie viel Bitcoin hält ein Unternehmen pro einzelner ausstehender Aktie? Bitcoin per Share ist deshalb so wichtig, weil uns diese Kennzahl zeigt, wie stark wir Aktionäre an der Wertentwicklung von Bitcoin partizipieren. Die Berechnung ist wie folgt: Gesamtanzahl der gehaltenen Bitcoin eines Unternehmens geteilt durch die Anzahl der aktuell ausstehenden Aktien. Aktuell, zumindest während ich gerade für euch an diesem Video arbeite, hält Strategy wie eben erwähnt 592.345 Bitcoin. Es kann sein, dass Saylor schon wieder nachgekauft hat, wenn dieses Video hier online geht, aber das ist gerade mein aktueller Stand. Wir haben aktuell ca. 256 Millionen ausstehende Aktien. Bitcoin per Share wäre also aktuell die 592.345 gehaltenen Bitcoin geteilt durch 256 Millionen ausstehende Aktien. Damit wären wir bei dieser Anzahl Bitcoin pro einzelne Aktie. Wenn wir uns diese Anzahl Bitcoin einmal beim aktuellen Dollarkurs von Bitcoin, der für mich gerade bei gerundet 107.400 Dollar steht, anschauen, würden wir nun diese Anzahl mit dem aktuellen Bitcoin-Kurs in Dollar multiplizieren. Wir könnten auch einfach hier unten die Anzahl Bitcoin einkopieren und hätten den gleichen Gegenwert in Dollar, nämlich aktuell knappe 250 Dollar. Bedeutet also, je einzelner Strategy-Aktie halten wir Bitcoin im Wert von knapp 250 Dollar. Aktuell steht eine Aktie bei 383 Dollar. Abschließend sei gesagt, je höher die Anzahl Bitcoin pro Aktie, desto besser. Aktuell steht Bitcoin Yield von Strategy year to date, also im laufenden Jahr, bei 19,2%. Michael Saylor gab erst letztes Jahr im Rahmen eines Quartalsberichts an, dass die Schlüsselkennzahl ab jetzt Bitcoin Yield ist. Bitcoin Yield misst im Endeffekt die Fähigkeit eines Unternehmens, den Bitcoin-Bestand pro Aktie über Zeit zu erhöhen. Deshalb ist die Kennzahl auch die eigentlich wichtigste. Langfristig hat man sich bei Strategy das Ziel gesetzt, mindestens zwischen 6 bis 10% pro Jahr zu erreichen. Bitcoin Yield wird meistens als Year-to-Date betrachtet, also als aktuelle Kennzahl seit Jahresbeginn. Wir müssen also die Anzahl Bitcoin zu Beginn eines bestimmten Zeitraums und zum Ende desselben Zeitraums nutzen. Ein einfaches Beispiel dafür: Sagen wir, ein Unternehmen hat zu Beginn eines Jahres 500.000 Bitcoin und 13 Millionen ausstehende Aktien. Dann wäre Bitcoin per Share die 500.000 geteilt durch 13 Millionen zum Beginn des Jahres und damit gerundet 0,03846 Bitcoin pro Aktie. Sagen wir jetzt, das Unternehmen hat zum Ende des Jahres nicht mehr 500.000 Bitcoin, sondern 600.000. Die Anzahl der Aktien lassen wir in unserem Beispiel gleich bei 13 Millionen ausstehenden Aktien. Das würde also Bitcoin pro Aktie zum Ende des Jahres von gerundet 0,04 mal die 4 entsprechen. Um jetzt Bitcoin Yield für diesen Zeitraum zu berechnen, nehmen wir den Wert vom Beginn des Jahres minus dem Wert zum Anfang des Jahres und teilen diesen erneut durch den Wert zum Beginn des Jahres. Das multiplizieren wir mit 100, um einen Prozentwert zu erhalten, der dann bei unserem Beispiel bei 15,55% liegen würde. Das bedeutet also, dass unser Unternehmen in diesem Beispiel es in einem Kalenderjahr geschafft hat, den Bitcoin-Bestand pro einzelne Aktie in diesem Jahr um 15% zu erhöhen, was für die Aktionäre natürlich sehr gut ist. Deshalb hat Michael Saylor mit Strategy die langfristige Zielsetzung, mindestens zwischen 6 bis 10% pro Jahr zu erreichen, und deshalb sind die aktuellen 19,2% Year-to-Date von Strategy auch so stark, weil es Strategy jetzt schon seit dem 1. Januar bis in den Juli hinein schaffte, den Bitcoin-Bestand pro Aktie um fast 20% zu erhöhen. Man hat also die eigene Benchmark geschlagen. Die dritte Kennzahl, die wichtig ist, ist das sogenannte MNAV. Das ist die Abkürzung für Multiple Net Asset Value. Auf Deutsch also der Netto-Inventarwert. Bei typischen Unternehmen würde man sich dann beispielsweise bei einem Maschinenbauunternehmen anschauen, wie viel die Maschinen und Anlagen im Unternehmen wert sind. Davon würde man alle Verbindlichkeiten abziehen. Vielen ist das vielleicht auch als der innere Wert bekannt. MNAV misst also, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zum Wert seiner Bitcoin-Bestände bewertet. Die Kennzahl zeigt uns also, ob die Aktie mit einem Aufschlag, also Premium, oder Abschlag, somit Discount, gegenüber dem Bitcoin-Vermögen gehandelt wird. Die Berechnung ist wie folgt: Das Market Cap des Unternehmens plus aller Verbindlichkeiten des Unternehmens geteilt durch den Wert der gehaltenen Bitcoin. Wir merken hier also direkt, Bitcoin ist volatil, so ist natürlich auch diese Kennzahl sehr schwankend. Am Beispiel von Strategy könnte das also so aussehen. Sagen wir, das Market Cap der Aktie ist aktuell bei 90 Milliarden Dollar, die Verbindlichkeiten bei 10 Milliarden Dollar. Die gesamte Anzahl Bitcoin, die Strategy hält, ist aktuell 60 Milliarden wert. Damit hätten wir ein MNAV von 1,67. Das würde bedeuten, dass die Strategy-Aktie stolze 67% über dem aktuellen Marktwert der gehaltenen Bitcoin gehandelt wird. Ein MNAV größer als 1 signalisiert, dass der Markt dem Unternehmen vertraut,
mehr Bitcoin durch verschiedene Strategien, wie zum Beispiel Kapitalaufnahmen, zu erhöhen. Ein Wert über 1 ist also gut. Ein Wert, der nahe 1, aber unter 1 ist, vielleicht bei 0,95, würde bedeuten, dass der Unternehmenswert sehr genau dem Wert der gehaltenen Bitcoin-Bestände entspricht. Bei einem Wert unter 1, zum Beispiel 0,8, hätten wir ein Problem. Das würde nämlich bedeuten, dass der Markt an der Fähigkeit des Unternehmens zweifelt, mehr Bitcoin über Zeit aufzubauen. Bitcoin per Share bedeutet Bitcoin pro Aktie. Je höher der Wert, desto besser. Bitcoin Yield ist die mit Abstand wichtigste Kennzahl, weil Bitcoin Yield uns genau zeigt, wie sehr ein Unternehmen über Zeit in der Lage ist, den Bitcoin-Bestand pro einzelne Aktie zu erhöhen. Bei Michael Saylor sehen wir, das klappt bisher sehr gut, weil Strategy durchgehend neues Kapital aufnehmen kann, um mehr Bitcoin zu kaufen. Deshalb ist Bitcoin Yield mit knappen 20% aktuell auch sehr gut. Solange ein Unternehmen in der Lage ist, die Anzahl Bitcoin stärker zu erhöhen, als dass es die Aktionäre zum Beispiel durch die Ausgabe neuer Aktien verwässert, desto besser. Bei Strategy sehen wir zum Beispiel, dass man es von 2023 auf 2024 geschafft hat, 33,3% mehr Bitcoin aufzubauen, während die Aktionäre in Anführungszeichen nur um 13,2% verwässert wurden. MNAV ist der Nettoinventarwert, der für uns messbar macht, ob das Unternehmen aktuell über- oder unterbewertet am Markt ist. Wir könnten noch über einige weitere Kennzahlen wie den operativen Unternehmenswert, die Fremdkapitalquote oder auch den Nettovermögenswert sprechen. Das würde aber etwas den Rahmen des heutigen Videos sprengen. Was die Metaplanet-Aktie einzigartig macht, sind gleich vielerlei Dinge. Vorab sei gesagt, Metaplanet ist ein japanisches Unternehmen. Wer also auf gar keinen Fall in Japan investiert sein möchte, für den wird sehr wahrscheinlich eher Strategy in Frage kommen. Simon Jarowicz, CEO von Metaplanet, hat vor einem Jahr damit begonnen, das Unternehmen von einer schwächelnden Hotelkette hin zu einer Bitcoin Treasury Company umzubauen. Damit hat man sich selbst eine wirklich starke, strategische Neuausrichtung erarbeitet, wofür sogar Michael Saylor selbst Begeisterung übrig hat. Denn er selbst sagte erst vor kurzem auf X über Metaplanet, dass das Unternehmen, wenn es so weitermacht, möglicherweise das zweitgrößte Unternehmen nach ihm werden könnte, gemessen an der Anzahl Bitcoin. Und wenn Michael Saylor bullish ist, bin ich es erst recht. Ich habe die Metaplanet-Aktie bereits seit ungefähr Februar diesen Jahres auf der Watchlist und die Aktie ist bereits year-to-date fast 300% im Plus. Doch was macht Metaplanet anders als viele andere Unternehmen, die sich an Strategy orientieren? Metaplanet ist das erste börsennotierte Unternehmen in Japan überhaupt, das die Bitcoin-Strategie fährt. Zum anderen, und das ist viel wichtiger, Metaplanet ist mittlerweile der größte öffentliche Bitcoin-Halter in ganz Asien und hat mit aktuellem Stand bereits stolze 12.345 Bitcoin aufbauen können, wohlgemerkt in nur einem Jahr. Eigentlich hatte man sich das Ziel gesetzt, bis Ende 2025 10.000 Bitcoin aufzubauen und auf 21.000 in 2026 zu skalieren. Wir sind am Anfang der zweiten Jahreshälfte 2025 und haben das Ziel von 10.000 Bitcoin bereits überschritten. Langfristig gesehen hat sich Metaplanet das Ziel gesetzt, 1% des gesamten Umlaufvermögens und damit 210.000 Bitcoin aufzubauen. Zuletzt hat man Tesla überholt, die 11.509 Bitcoin halten, sowie auch CleanSpark und Galaxy Digital Holdings. Aktuell befindet man sich bereits auf Platz 5 weltweit. Wir sehen also, Metaplanet ist weitaus schneller als viele andere Unternehmen. Doch wie haben sie das geschafft? Sie haben sich zum einen ein Beispiel an Michael Saylor genommen und Wandelanleihen und weitere Kapitalerhöhungsmaßnahmen durchgezogen. Sie haben aber auch kreative Wege eingesetzt, die so bisher niemand verwendet hat. Das Unternehmen hat Nullzinsanleihen ausgegeben, was ihnen ermöglicht, Kapital ohne Zinsen aufzunehmen. Man stelle sich vor, du gehst zu deiner Bank, bekommst einen Kredit und musst dafür keine Zinsen bezahlen. Zum anderen ist das Management bei Metaplanet extrem gut, was Trading betrifft. Wir verwenden Put-Optionen, Dollar-Cost-Averaging, also den Durchschnittskosteneffekt, verschiedene Stop-Loss-Ansätze und noch vieles mehr, um auch noch den letzten Cent rauszuquetschen, um davon mehr Bitcoin zu kaufen. Und auch Metaplanet misst die eigene Effizienz des Unternehmens mit Hilfe von Bitcoin Yield, der Kennzahl, die wir uns heute unter anderem angeschaut haben und die von Michael Saylor selbst als die wichtigste Schlüsselkennzahl ausgerufen wurde. Nochmal zum Vergleich. Bitcoin Yield von Strategy liegt aktuell und damit year-to-date bei 19,2%. Das ist bereits sehr stark. Bitcoin Yield von Metaplanet liegt aktuell bei 315%. Das Unternehmen ist in dem, was sie machen, einfach gut und konnte den eigenen Bitcoin-Bestand vom 1. Januar bis jetzt um 315% erhöhen. Jetzt wird dem einen oder anderen
vielleicht auch klar, weshalb so viele bullish auf die Aktie sind, und die Performance spiegelt das ja auch wider. CEO Simon Jarovic hat noch einiges in der Pipeline. Man plant zum Beispiel eine Tochtergesellschaft in den USA, die unter Metaplanet Treasury Corporation firmieren wird, zu gründen. Damit möchte man mehr Zugang zum amerikanischen Markt erhalten. Und ein Datenpunkt ist besonders positiv, speziell gegenüber Strategy hervorzuheben. Die Verschuldung von Metaplanet im Vergleich liegt bei nur 12 Millionen $. Da wir gerade von Verschuldung sprechen. Metaplanet ist das erste Unternehmen überhaupt, das ein Bitcoin-Rating von 99 hat, wofür selbst Michael Saylor, den CEO, feiert. BTC Rating ist eine weitere Kennzahl, über die wir heute noch hätten tiefer sprechen können. Kurz erklärt misst diese Kennzahl die finanzielle Stabilität eines Unternehmens anhand der vorhandenen Bitcoin-Bestände im Verhältnis zu den Schulden. Heißt also, Metaplanet hat aktuell 12 Millionen $ Schulden, dagegen stehen aber Bitcoin-Bestände im Wert von 114 Milliarden $. Bei Metaplanet sehen wir also, wenn wir uns die Aktie anschauen, Folgendes. Wir haben ein Bitcoin-Yield von aktuellen 315%, was wirklich extrem ist und uns ganz genau zeigt, dass dieses Unternehmen sehr gut darin ist, die Bitcoin-Bestände über Zeit zu erhöhen. Wir haben Bitcoin pro Aktie von gerundet $2 je Aktie und der MNAV, somit der Nettoinventarwert, steht aktuell bei 1,71. Ich wiederhole, ein Wert höher als 1 gilt als stark. Wir haben ein Bitcoin-Rating von 99, der weltweit höchste Wert überhaupt. Metaplanet ist also jederzeit in der Lage, die Schulden zu tilgen, und Bitcoin müsste auf $1080 fallen, damit die Verbindlichkeiten des Unternehmens die Höhe des Vermögens überschreitet. Zum Thema MNAV Folgendes. Sobald Metaplanet oder Strategy mehr Bitcoin nachkaufen, kann es sein, dass der MNAV in kurzer Zeit sehr stark ansteigt. Also zum Beispiel von aktuellen 1,71 bei Metaplanet hoch auf 4 oder sogar 5. Das muss nicht unbedingt sofort heißen, dass die Aktie überbewertet ist. MNAV geht nämlich meistens kurz darauf wieder nach unten. Daher kann ich jedem, der diese Zahlen sehr genau verfolgen will, nur empfehlen, auf die offizielle Metaplanet-Webseite zu gehen, die ich euch per Link noch einmal in die Videobeschreibung packe. Dort trackt das Unternehmen nämlich alle Daten jederzeit live. Ob die Metaplanet-Aktie bei aktuell knapp 9 € je Aktie überbewertet ist oder nicht, könnt ihr mir, nach dem worüber wir heute sprachen, ja gerne einmal in die Kommentare schreiben. Meiner Meinung nach ist es sehr einfach. Aktuell ist die Aktie fair bis sogar unterbewertet, und wenn Metaplanet so weitermacht wie bisher, sehe ich persönlich keinerlei Probleme, dass das Unternehmen wirklich die Nummer 2 hinter Strategy wird, wie auch von Michael Saylor selbst prognostiziert. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal ganz klar sagen, die meiner Meinung nach absolut beste Variante ist immer direkt in Bitcoin zu investieren. Treasury Companies erfüllen aber einen Zweck, der oftmals von vielen außer Acht gelassen wird. Sie sind nicht selten in der Lage, Bitcoin als zugrunde liegendes Asset zu schlagen. In meinen Augen sind die Zeiten, in denen man es sich leisten kann, keinen Bitcoin zu haben, bereits lange vorbei, und Aktien wie Metaplanet können dabei helfen, mehr Fiat aufzubauen, um von mehr Fiat mehr Bitcoin zu kaufen. Das ist natürlich hochgradiges Risiko. Metaplanet kauft aber zumindest aktuell schneller als Strategy. Man darf meiner Meinung nach eines niemals vergessen. Strategy oder auch Metaplanet sind niemals ein Ersatz für Bitcoin. Außerdem sind wir bereits im aktuellen Cycle sehr weit vorangeschritten und der Aktienkurs dieser Unternehmen hängt direkt mit dem Bitcoin-Kurs zusammen. Zwei abschließende Bonusinformationen zu Metaplanet. In Japan werden Kryptowährungen wie Bitcoin progressiv nach dem Steuersatz besteuert. Je höher dein Gesamteinkommen in Japan, desto mehr Steuern zahlst du. Das geht in Japan bis auf 55% hoch. Haltefristen gibt es keine. Egal wann du also in Japan Bitcoin oder Krypto generell gekauft hast, du musst immer Steuern auf die Gewinne zahlen. Es gibt einen Freibetrag von 200.000 Yen, das sind aber nur ca. 1.600 €. Im Vergleich dazu werden Gewinne aus Aktien in Japan aber fest mit nur 20% versteuert. Das ist ein Grund dafür, weshalb viele Menschen in Japan die Metaplanet-Aktie kaufen. Sehr wichtige Information an der Stelle. Und zuletzt, Metaplanet benötigte ein Jahr, um 5.000 Bitcoin aufzubauen. Dann aber nur noch 53 Tage, um die gleiche Anzahl erneut aufzubauen. Daran erkennen wir, wie schnell dieses Unternehmen erneut ist. Ich hoffe damit, ich konnte so einigen bei der generellen Betrachtungsweise von Unternehmen, die der Bitcoin-Strategie folgen, einige neue Blickwinkel eröffnen. Bin sehr gespannt, was ihr mir zur Metaplanet-Aktie in die Kommentare schreibt. Bedanke mich an der Stelle für euren Support. Ihr seid einfach die Allerbesten und wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag.